Ich wiege heute fast genauso viel wie vor 3 Jahren, als ich mich in meinem Körper absolut unwohl gefühlt habe. Damals habe ich 16 Stunden am Tag gefastet, bin 2 bis 3 Mal mit dem Rad die Hälfte der Strecke zur Arbeit gependelt und habe trotzdem keinen Gramm Fett verloren. Ich war chronisch müde, meine Beine fühlten sich an wie Blei und nach 20 Kilometern auf dem Fahrrad war ich am Ende meiner Kräfte. Ich dachte, mein Stoffwechsel wäre kaputt. Aber dann habe ich etwas getan, das absolut wahnsinnig klingt. Ich habe aufgehört zu fasten. Ich habe angefangen, wieder ordentlich zu frühstücken. Ich habe prompt 12 Kilo zugenommen und genau das war das Beste, was mir je passieren konnte. Heute fahre ich problemlos 200 Kilometer an einen einzigen Tag. Und in diesem Video erzähle ich dir meine Geschichte vom Studium, dem Büroalltag und warum weniger Essen oft genau der Grund ist, warum du nicht schlank wirst. Ich zeige dir mit dem Modell des cleveren Heizofens, warum dein Körper kein kaputter Taschenrechner ist und wie du dein Fundament so baust, dass dein Fettverlust fast von alleine funktioniert. Die Hungerfalle, wenn das Leben dazwischen kommt. Um zu verstehen, warum ich in dieser Sackgasse gelandet bin, müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. In meinen 20ern war die Welt noch einfach. Ich war regelmäßig im Gym, hatte einen Job mit viel Bewegung und ganz ehrlich, ich konnte essen wie ein Scheunendrescher. Mein Stoffwechsel war eine brennende Fackel. Aber dann kam der Wunsch nach mehr. Ich wollte mich beruflich weiterentwickeln, holte also mein Abi nach und ging an die Uni. Und hier passierte der Klassiker. Mein Leben änderte sich radikal. Aber mein Appetit blieb derselbe. Ich arbeitete neben dem Studium, um meine Miete zu bezahlen. Zwischen Vorlesungen, Job und Hausarbeiten blieb für das Gym keine Zeit mehr. Ich saß plötzlich 10, 12 Stunden am Tag herum, aber aß noch wie ein Amateursportler von früher. Das Ergebnis? Mein Körper hat genau das getan, was er tun musste. Er legte Reserven an. Ich wurde dicker. Und das Schlimmste war das Gefühl der Ohnmacht. Ich hatte keine Zeit mehr für Sport, aber ich fühlte mich in meinem eigenen Körper nicht mehr wohl. Da kam mir das Intervallfasten wie ein Geschenk des Himmels vor. Kein Sport nötig, einfach nur weniger essen. Es war perfekt und für 2 Jahre war ich der glücklichste Mensch der Welt. Die Kilos purzelten, 10 Kilo in den ersten 2 Jahren. Ich konnte meinen Alltag im Sitzen bestreiten und wurde trotzdem leichter. Ich dachte, ich hätte den Code geknackt. Aber im 3. Jahr passierte etwas Frustrierendes. Das Gewicht blieb stehen, 82 Kilo und egal wie lange ich fastete, dieses eine unschöne Bauchpolster wollte einfach nicht weichen. Ich wollte den Turbo zünden, ich wollte dieses Polster loswerden und gleichzeitig dem Stau auf der Autobahn entfliehen. Also holte ich mein altes Fahrrad aus dem Keller und mein Plan war logisch. Ich behalte das Fasten bei, verbrauche durch das Pendeln massiv mehr Kalorien und schmelze den Rest einfach weg. Ich wusste damals nicht, dass ich gerade dabei war, meinen Stoffwechsel gegen eine Wand zu fahren. Ich dachte, ich gebe Gas, aber mein Tank war nicht nur leer, er war bereits am Schrumpfen. Die 12-Kilo-Katastrophe und das Gefühl, kaputt zu sein. Irgendwann kam dieser Moment, an dem ich kapierte, so geht es nicht weiter. Ich wollte Rad fahren, aber mein Körper hatte einfach keinen Strom. Also traf ich eine Entscheidung, die sich nach 3 Jahren Fasten fast wie ein Verbrechen anfühlte. Ich fing wieder an zu frühstücken. Ein Brötchen am Morgen, eine Banane im Trikot und eine Flasche isotonisches Getränk für die Fahrt. Und bei den anderen Mahlzeiten achtete ich endlich darauf, dass ich auf meinen theoretischen Tagesbedarf komme. Ich dachte mir, die Mathematik lügt nicht. Wenn ich verbrauche, was ich esse, bleibt alles stabil. Am Anfang fühlte sich alles magisch an. Plötzlich hatte ich diesen Funken Energie. Ich war im Büro nicht mehr dieses wandelnde Schlafmittel. Die 20 Kilometer zur Arbeit waren kein Kampf mehr gegen den Tod, sondern machten plötzlich richtig Spaß. Ich war entspannter, mein Stresslevel sank und das Beste war, ich konnte endlich wieder schlafen. Wer viel Rad fährt, kennt das. In der ersten Nacht nach einer großen Tour sitzt dein Körper noch mental auf dem Sattel und hält dich wach. Aber in der zweiten Nacht, da schläfst du wie ein Baby. Das war pure Lebensqualität. Aber dann kam der Schlag in die Magengrube. Trotz der ganzen Bewegung wurde ich dicker. Und zwar schnell. Hier ein Polster, da eine neue Falte im Bauch.
Ich musste mir tatsächlich neue Hosen kaufen, weil die alten einfach nicht mehr zugingen. 12 Kilo plus in kürzester Zeit. Es war die pure Frustration. Mein Umfeld war gnadenlos. Ja, du isst halt zu viel, sagten sie. Lass das Frühstück weg, dann nimmst du auch wieder ab. Aber ich wusste, wenn ich weniger aß, war die Energie sofort weg. Und ich saß wieder wie ein nasser Sack auf dem Fahrrad. Ich hatte das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht. Als wäre meine innere Mechanik irgendwie kaputt. Ich war in einer Teufelsfalle. Essen und zunehmen oder hungern und dahinsiechen. Ich wollte alles hinschmeißen. Ich stand kurz davor, das Fahrrad in den Keller zu stellen und mich mit meinem Schicksal abzufinden. Was ich damals nicht verstand, diese 12 Kilo waren kein Versagen. Es war der Preis, den mein Körper verlangte, um die jahrelange Hungersnot zu beenden und meine Muskeln überhaupt erst wieder auf die Landkarte zu setzen. Ich war nicht zu dick. Ich war dabei, mich umzubauen. Der schlaue Ofen. Warum dein Körper kein kaputter Taschenrechner ist. Warum habe ich zugenommen, obwohl ich genau das gegessen habe, was mein Tagesbedarf war? Um das zu verstehen, müssen wir vergessen, dass der Körper wie ein Taschenrechner funktioniert. Er funktioniert viel eher wie ein cleverer kleiner Heizofen. Stell dir vor, du hast einen Ofen in deinem Haus, der dich warm hält. Normalerweise wirfst du jeden Tag 10 Holzscheite hinein. Der Ofen brennt hell, das ganze Haus ist warm. Und du hast sogar genug Energie, um obendrauf noch ein Festmahl zu kochen. Was macht ein schlauer Ofen? Er geht nicht einfach aus, er passt sich an. Er sagt sich, oha, es kommt weniger Holz. Wenn ich weiter so hell brenne, ist morgen früh alles leer. Also macht er die Flamme etwas kleiner. Das Haus wird ein bisschen kühler, aber er überlebt. Er lernt mit 5 Scheiten genauso lange zu brennen wie früher mit 10. Das ist das, was die Medizin mit metabolischer Adaption meint. Dein Stoffwechsel passt sich an das Niveau der Nahrung an, das du ihm gibst. Über 2 Jahre lang habe ich meinen Körper darauf trainiert, mit fast nichts auszukommen. Mein Motor wurde nicht plötzlich zu klein. Er hat sich einfach gedrosselt, um mich vor dem Verhungern zu beschützen. Aber es gibt ein Minimum. Irgendwann kann die Flamme nicht mehr kleiner werden, ohne auszugehen. Das war mein Plateau bei 82 Kilogramm. Ich war am Limit dessen, was mein Körper einsparen konnte. Und dann kam das Fahrrad. Als ich anfing zu frühstücken, habe ich plötzlich wieder 10 Scheite in den winzigen gedrosselten Ofen geworfen. Aber der Ofen war noch im Sparmodus. Die Flamme war klein, die Rohre waren eng. Er konnte das ganze Holz gar nicht auf einmal verbrennen. Was macht der Ofen also mit dem überschüssigen Holz? Er stapelt es im Wohnzimmer. Das waren meine 12 Kilo Zunahme. Es war kein Fettversagen. Es war mein Körper, der das ganze Holz erstmal zwischenlagern musste, während er im Hintergrund anfing, die Rohre zu putzen und die Flamme wieder größer werden zu lassen. Er musste erst lernen, dass die Hungersnot vorbei ist. Erst als er kapiert hat, hey, es kommt jeden Tag genug Holz, hat er angefangen, den Ofen wieder richtig heiß zu machen und die Muskeln an meinen Beinen als neue Heizkörper zu nutzen. Heute brennt mein Ofen wieder so heiß, dass er 15 Scheite am Tag braucht und deshalb kann ich heute wieder viel mehr essen und trotzdem schlank sein. Ich habe den Ofen nicht bekämpft, ich habe ihm beigebracht, wieder groß zu brennen. Die 200 Kilometer Freiheit. Ein völlig neuer Ofen. Irgendwann passierte das, woran ich in der Zeit der 12 Kilo Zunahme niemals geglaubt hätte. Mein cleverer kleiner Heizofen hatte endlich kapiert, dass die Zeit des Mangels vorbei ist. Er hat angefangen, das im Wohnzimmer zwischengelagerte Holz, also meine Gewichtszunahme, nicht mehr nur zu stapeln, sondern als Brennstoff zu benutzen. Er hatte die Rohre erweitert und in meinen Beinen 2 riesige neue Heizkörper installiert. Echte, funktionierende Muskelmasse. Und dann kam dieser eine Samstag. Ich wollte eigentlich nur meine Standardrunde fahren, aber nach 20 Kilometern passierte nichts. Kein Einbruch, keine brennenden Beine, kein Hungerast. Mein Ofen brannte so heiß und stabil, dass er die Energie einfach durchreichte. Ich fuhr 50 Kilometer, dann 100 Kilometer und zwischendurch hielt ich an und aß eine Banane, also neuen Treibstoff. Und der Ofen verarbeitete ihn sofort zu purer Kraft. Als ich nach 200 Kilometern vom Rad stieg, war ich zwar müde, aber ich fühlte mich lebendig. Und das Verrückteste passierte am nächsten Morgen. Ich stellte mich auf meine Waage und stellte fest, dass ich bei 83 Kilo angekommen war.
Fast exakt das gleiche Gewicht wie damals im Büro, als ich mich mit dem Intervallfasten gequält habe. Aber wenn ich heute in den Spiegel schaue, sehe ich eine völlig andere Person. Das unschöne Bauchpolster fast weg. Meine Hose, sie passt plötzlich wieder und saß sogar am Bund etwas lockerer. Ich wiege 83 Kilogramm, aber mein Ofen ist jetzt doppelt so groß. Er verbrennt im Sitzen mehr als mein alter Körper beim Sport. Ich habe nicht abgenommen, ich habe meinen Körper umgebaut. Ich faste heute nicht mehr. Ich frühstücke. Ich genieße mein Essen, weil ich weiß, dass es der Treibstoff für meine Freiheit ist. Die 200 Kilometer sind für mich der Beweis. Du kannst deinen Körper nicht in Bestform hungern. Du musst ihn mit dem richtigen Treibstoff füttern, damit er groß genug wird, um das Fett von alleine zu verbrennen. Und jetzt seid ihr dran. Wenn du also gerade an dem Punkt bist, wo ich schon war, wo du weniger isst und trotzdem nicht schlanker wirst, wo du dich beim Sport nur noch quälst, erinnere dich an den Heizofen. Vielleicht musst du erst einmal aufhören zu sparen. Vielleicht musst du den Mut haben, die Flamme wieder groß werden zu lassen. Auch wenn das bedeutet, dass du kurzfristig etwas Holz im Wohnzimmer stapeln musst. Noch eine Anmerkung nebenbei: Damit du das Ganze für dich Schritt für Schritt umsetzen kannst, habe ich dir eine PDF mit allen Inhalten zur metabolischen Adaption zusammengestellt. Dort erkläre ich dir den Prozess noch einmal ganz im Detail, damit du deinen eigenen Stoffwechselofen wieder richtig anfeuern kannst. Du kannst dir das Dokument kostenlos über den Link in der Videobeschreibung runterladen. Und jetzt zurück zum Video. Trau dich zu essen, trau dich Kraft aufzubauen und gib deinem Ofen die Zeit, die er braucht, um wieder richtig heiß zu brennen. Wenn du mehr über die medizinischen Hintergründe wissen willst, dann schau dir zum Beispiel das Video von Seth Gebhardt an, das ich dir unten verlinkt habe. Es hat mir die Augen geöffnet und ich hoffe, meine Geschichte hilft dir heute, die richtige Entscheidung für deinen Körper zu treffen. Wir sehen uns vielleicht irgendwann auf dem Fahrradweg. Ciao, euer Manuel.